Es gibt so Autos, da ist man sehr froh, wenn das Auto weg ist. Und die braucht man auch nicht jeden Tag, nicht jede Woche, nicht mal jeden Monat. Vielleicht einmal im Jahr, dann hat man genug. Das war so einer. Audi RS4 B5 Unischwarz, nachlackiert und stand, ich glaube, über ein Jahr oder zumindest ein halbes Jahr in der Werkstatt, stand draußen. Katastrophe. Marcel, bitte zieh die Kündigung zurück. Ich verspreche dir, es kommen nicht mehr so viele Autos wie der. Also war wirklich Overkill. Also der steht jetzt noch hinter uns, aber ich glaube, wir sind froh, wenn er morgen dann die Halle verlässt, der Kunde glücklich ist und so schnell dann nicht nochmal mit so einer Kiste wiederkommt. Erzähl du doch mal vielleicht, bevor wir wieder zurückspulen, alles nochmal auf Anfang setzen und euch zeigen, was da eigentlich war. Was war die Herausforderung? Die Polierarbeit. Haze-frei. Haben beim Lackieren halt auch ein paar Teile geschliffen und das alles so hinzubekommen, so wie er jetzt dasteht. Das war manchmal Kopfzerbrechen. Ja, Kopfzerbrechen und wirklich viel Schmerz. Also wir hatten den Auftrag, einen nachlackierten unischwarzen Wagen in den bestmöglichen Zustand zu versetzen, der irgendwie machbar ist. Auch das Budget immer im Auge zu behalten. Und das war auch hier das Ziel bei einer extrem empfindlichen Oberfläche, die stark zerkratzt war und extreme Wasserflecken auf allen liegenden Flächen hatte, die sie, wie sich gezeigt haben, nicht einfach mal so wegzupolieren waren, sondern da war wirklich viel Aufwand nötig. Den ganzen Weg dahin, alle Hürden, die aufgetreten sind, unsere Verzweiflung, dürft ihr euch jetzt reinziehen. Aber bevor wir mit dem Video starten, denkt dran, Dicon, 6. Mai 23, sichert euch eure Tickets, sind begrenzt. Wir haben noch viel mehr Aussteller als letztes Jahr und auch wirklich spannende Aussteller. Da gibt es noch mal mehr Infos, aber ich sage nur sowas wie Lake Country ist am Start, Sonic, Labo Cosmetica, Flex, Waschguru. Also ich glaube, wir sind deutlich über 10 Aussteller und die Frist läuft noch, also der eine oder andere kommt dazu. Gönnt euch euer Ticket hier unten in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, einmal zurückspulen bitte und wir starten mit dem Audi. Ein wunderschön. Warum bist du eigentlich vor der Kamera und nicht hinter der Kamera? Weil ich so einen wunderschönen unischwarzen Audi habe und ich freue mich sehr. Marcel hat richtig Bock. Und der liebe Mo treibt sich ein bisschen im Paradies rum. Liebe Grüße nach Vietnam an dieser Stelle. Von mir auch. Und Maurice ist, weiß ich auch nicht, noch im Bett oder so. Deswegen muss ich jetzt filmen und Marceli darf machen. Genau. Tut mir leid, ich hätte jetzt echt gerne den den unischwarzen Audi RS4 hier gemacht. Hast du Bock, Marcel? Sind auch nur ein paar Wasserflecken drauf. Fast gar nicht. Ein bisschen. One Step, fertig, oder? Aber guck mal, was Marcel sich hier für eine Batterie aufgebaut hat. Achso, da ist Car-System 10.05 drin. Nicht original verpackt. Und da unten, nee, zeige ich euch doch nicht. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal einen Testbot.
Marcel, was sagst du? Reicht nicht, wa? Reicht definitiv nicht. Deutlich was passiert, sieht man ja hier. Aber Wasserflecken, Kratzer und alles ist noch drin. Schade. Schade Schokolade. Nochmal. Nochmal. Habe jetzt dieselbe Politur benutzt, Cut and Finish, gröbere Pad, aber reicht dann doch eher nicht. Müssen wir definitiv einen Cut fahren. Schade. Schade. Jetzt bin ich ganz alleine auf mich gestellt. Es gibt keinen mehr hinter der Kamera, also muss ich quasi beides machen, hinter die Kamera und vor die Kamera. Marcelli ist gerade krank vom Dienst abgetreten sozusagen, dem geht es heute nicht so gut. Und jetzt stehe ich alleine da mit dem Ofen. Macht ja nichts, ich hoffe, der ist morgen wieder da, von daher an der Stelle gute Besserung. Jetzt klingelt auch noch mein Handy. Da ist er, Marcel, herzlich willkommen. Warte mal, bis gleich. Schöne Grüße von Marcel, dem geht schon ein bisschen besser, der ist gerade beim Arzt. Aber ich wollte euch mal zeigen, Testspot haben wir durch. Sonax Ultimate Cut auf einem Schaumstoffpad und danach Finish hinterher. Wir müssen noch mal eine zweite Runde ultra fein fahren, weil Unischwarz. Und mir wird jetzt der Arm langsam lahm und ich gucke mir mal an, halt doch mal den Schnabel da. Ich gucke mir mal an, wie es weitergeht und zeige euch, wenn die halbe Haube fertig poliert ist. Es gibt so Tage im Leben eines Aufbereiters, da fragt man sich, warum mache ich den hier eigentlich? Und so eine Tage kommen, wenn man so ein Auto dann wäscht und voller Vorfreude sagt, geil, mal wieder Unischwarz. Und dann sieht Unischwarz aber so aus. Und dann fragt man sich echt, was soll ich dem Kunden denn jetzt sagen? Also mal realistisch betrachtet, bei dem Zustand, bei den Kratzern, bei den Wasserflecken, also wir sind hier bestimmt ungelogen, und das passiert selten bei uns, 30 Stunden nur am Polieren. So, 30 Stunden nur am Polieren. Je nachdem, was ihr für einen Stundenlohn habt, wir sind mittlerweile bei 100 € netto. Wären schon 3.000 € nur fürs Polieren, ohne Innenraumreinigung, ohne Waschen, ohne Keramik. Aber da sagst du irgendwann, was mache ich denn jetzt? Ne? Also gerade wenn es ein Stammkunde ist, schickst du ihn ja auch nicht weg. Und an der Stelle einfach mal wirklich Real Talk. Ich mache lieber die Woche 3 Neuwagen, bin schneller durch, habe mehr dabei verdient als bei einem so ein Ding. Aber, jetzt kommt das große Aber, warum ich so eine Dinger trotzdem mache und auch für weniger als 4.000 € netto, ist, weil es einfach mal wieder eine Herausforderung ist, sowas hinzubekommen. Weil der Zustand in Unischwarz ist wirklich eine Aufgabe, da ein sogenanntes Coast Finish hinzubekommen, da komme ich später nochmal drauf, ist eine Aufgabe, die kann wirklich nicht jeder Aufbereiter, und ich gehe sogar so weit zu sagen, die können nicht allzu viele Aufbereiter in Deutschland. Ich glaube, die Zahl ist unter 100, deutlich unter 100. Und das ist einfach mal wieder geil für die dicke Hose, sich zu beweisen, wir kriegen so ein Ding hin. Und das zeigt auch, einmal rückwärts laufen bitte, das zeigt auch,
unser Zwischenstand hier an der Haube. Ich meine, ihr habt gesehen, wie krass die Haube vorher aussah. Und bis auf ein paar einzelne tiefe Kratzer sieht die Haube wirklich jetzt wieder mega aus. Deswegen, ich würde sagen, ich schnapp mir mal eine Lampe. Wir gucken mal auf den jetzt fast fertig Zustand. Da fehlt nämlich noch die letzte Runde Finish. Das heißt, es kommt noch mehr Glanz raus. Und dann sprechen wir mal über Scan-Grip Finish versus Coast Finish. Gott sei Dank haben wir heutzutage in der Autopflege Lampen, die uns ermöglichen, Sonnenlichtszenarien herzustellen. Vor, ich würde sagen, 8 Jahren war es noch so, wir mussten hoffen, dass die Sonne scheint, das Auto raus in die Sonne fahren und dann mit lustigen Blicken um dieses Auto rumrennen, um klar sicher zu gehen, dass es wirklich keine Hologramme, kein Grauschleier, kein Haze hat. Dann kam Scan-Grip, die haben damit wirklich die Autopflege revolutioniert, weil ich halt nicht mehr permanent rausrennen musste, sondern diese kleine Handlampe und die größeren umso mehr sind quasi meine Sonnenkontrolle. Aber irgendwann hat ein Autopflegeshop-Betreiber, dessen Namen ich hier nicht nennen will, sonst kriegt er Hassbriefe, eine Lampe entdeckt, die noch mehr darstellt und jetzt kommt's, als die Sonne zeigen würde. Das heißt, mit dieser Lampe machen wir ein Finish, was theoretisch besser ist als das, was die Sonne zeigen würde. Aber genauso tricky ist es auch, weil man hat vorher mit der poliert, hat seinen Haze kontrolliert, hat gesagt, geil, ich bin ein mega scharfer Typ, Uni-Schwarz, gar kein Problem für mich. Dann hatte man die bestellt, kam der nächste Uni-Schwarze, hat drauf geleuchtet und dachte, ach du was habe ich denn da damals rausgegeben? Spielte keine große Rolle, weil man konnte es in der Sonne eh nicht sehen, den Unterschied. Aber man sieht den Unterschied in der Realität. Ich würde ihn euch gerne zeigen, lässt sich aber mit der Kamera nicht einfangen, weil einfach die Darstellung so schwierig ist, die Nuancen sieht nur das menschliche Auge quasi live. Aber es macht unser Leben eigentlich nur schwerer, weil wir mehr machen, als wir machen müssten, wenn das Auto draußen fährt. Nichtsdestotrotz hat man natürlich den Ansporn, das bestmögliche Finish hinzulegen. Und da ist diese Coast-Lampe oder jede quasi gerichtete Taschenlampe mit sehr, sehr viel Lichthelligkeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat 1500 Lumen oder so, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Steht hier leider auch nicht drauf. Könnt ihr einfach mal gucken, ist unten verlinkt, wie viel Lumen die hat. Jede LED-Lenser, die so viel Lumen hat, würde auch funktionieren. Zeigt nochmal deutlich mehr. Und das in Kombination mit Uni-Schwarz sorgt wirklich für Kopfschmerzen. Aber weg von den Kopfschmerzen, ich würde sagen, mal hin zu den schöneren Dingen, denn wir haben jetzt hier nicht noch etwa ein riesengroßes Innenraumprojekt mit Lederreparatur und so, sondern einen relativ gepflegten Innenraum, der wirklich nur einmal durchgefeudelt werden muss. Lederreinigung mit Lederreinigung mild, Lederreiniger mild, eine Pflege. Das Einzige, was wir nachfärben müssen, ist das Lenkrad. Zeigen wir euch mal in einer Aufnahme. Ist ein bisschen abgewetzt und sehr speckig, aber das ist wirklich überschaubar. Also hätten wir jetzt hier, wie bei unserem BMW M5, nochmal eine große Lederreparatur im Innenraum, dann wäre das Auto wahrscheinlich 3 Wochen hier. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob Marcel eigentlich jetzt schon gekündigt hat. Der muss das Ding ja größtenteils ausbaden, weil ich habe auch diese Woche wieder einen Workshop und auch noch andere Dinge zu tun und bin nicht permanent dran. Das heißt, Marcel sitzt hier die ganze Zeit dran und der war die Woche 2 Tage krank, wie ihr im Video gesehen habt. Vielleicht hatte das auch was mit dem Auto zu tun. Marcel, so jetzt unter uns und unseren 3, 4 Zuschauern. Warst du die Woche krank, weil du keinen Bock auf dieses Auto hattest? Sei ruhig ehrlich. Ich kann es verstehen. Bisschen. Ein bisschen. Aber jetzt musst du es trotzdem machen. Muss ich trotzdem machen. Ich habe es leider nicht viel geschafft. Ich habe eine halbe Haube in der Zeit geschafft. Deswegen Marcel hat jetzt hier nochmal deutlich aufgeholt. Wie weit bist du? Haube ist fertig, Kotflügel? Beide Soweit? Kotflügel, Stoßstange. Ja. Die Holme nach oben. Stimmt. Und ein Vierteldach. Dann geht's jetzt mal weiter. Wird uns noch ein paar Stunden begleiten, das Auto. Und dann, wir hören uns. Na Marcel, wie läuft's? Schleppend, aber es geht voran. Naja, schleppen geht, ne? Also die Seite ist jetzt schon fertig. Glänzt auf jeden Fall schon schön. Und ja, jetzt bist du hier in der Heckstoßstange, ne? Aber so vom Ergebnis, hast du mal eine Lampe da? Hier, guck mal, wir haben hier eine Lampe. Oh, läuft die GoPro, verdammt, aber guck mal doch mal hier.
Das sieht doch gut aus. Guck mal. Das wird doch wieder. Sehr gut. Und diesmal bitte Auspuff nicht vergessen, ne? Dein Lieblingsteil, wie wir ja wissen. Ja, ja. Und Uni Schwarz gleich weiter oder erstmal Pause danach? Erstmal Pause danach. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ihr merkt, Marcel ist ein bisschen wortkarg. Und ja. Ich bin übrigens immer noch hinter der Kamera, weil das Auto ist noch da und Mo nicht. Deswegen machen wir das bei dir, ne? Kriegen wir schon hin ohne Mo. Läuft. Ja, nee, dann machen wir das. Nee, gerne. Alles klar. Danke dir. Bis dahin. Ciao. Marcel? Ja. Wir haben mit dem Kunden telefoniert. Folie? Nein, keine Folie. Keramik. Keramik. Darf ich Feierabend machen? In 8 Stunden. Ja, in diesem Sinne, das stand nämlich noch so ein bisschen zur Debatte bei dem Auto. Wir wussten noch nicht, ob der Kunde sich dafür entscheidet, aufgrund Uni-Schwarz, nachlackiert, mega weich. Problematik hatten wir ja schon besprochen. Eine komplette Full-Body-PPF zu machen, also eine Lackschutzfolie auf dem gesamten Lack, einfach um den Zustand einfacher und länger zu erhalten. Aber er hat gesagt, nee, möchte ich jetzt nicht, ist mir jetzt auf den Schlag zu viel Geld. Das Auto wurde technisch einmal komplett gemacht, fast komplett lackiert, jetzt komplett aufbereitet. Hat er gesagt, er soll jetzt erstmal so halten. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen noch einen Finishgang fahren. Nochmal Ultra-Finish, ne? Also der Wagen, wir zeigen gleich mal ein paar Bilder, ihr habt schon ein bisschen was gesehen, der sieht schon mega aus. Könnte man auch so rausgeben, aber gerade auf Uni Schwarz, so der letzte Hauch macht dann doch nochmal einen Unterschied. Und dann kommt Keramik drauf, Arte Shine. Wird auf jeden Fall, aber wird sich, also ich freue mich schon ein bisschen. Ne? Also Ja. Klar wäre es jetzt von der Arbeit irgendwie so, okay, wäre entspannt, Auto ist soweit fertig. Aber es ist natürlich geil, wenn, also der glänzt ja jetzt schon, dann nochmal polieren und dann Arte Shine. Also das wird schon geil. Da geht es jetzt ran. Innenraum haben wir auch noch nichts gemacht. Ich würde vorschlagen, den machen wir zuerst, weil so ein bisschen Staub und Dreck vielleicht nochmal auf dem Lack fliegt. Ist jetzt schon hier über Nacht draufgeflogen. Dann machen wir nochmal eine Runde Trockeneis außen, um so die jetzt entstandenen Polierreste wegzumachen. Dann kommt das letzte Finish und dann kommt Keramik. Wir sind an dem Auto jetzt ungefähr seit 20, 25 Stunden, oder? So circa. Plus, minus. Auf 40 wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Das ist das, was ich eingangs sagte. 3 Neuwagen sind lukrativer als so ein Ding, aber macht trotzdem Spaß. Und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal, wie es aussieht vor dem letzten Finishgang und dann geben wir noch ein bisschen Gas. Alles anders bei Uni Schwarz. Wir wollen uns jetzt, auch wenn wir noch mal eine Runde Finish fahren, nicht Kratzer, also dollere Kratzer hier mit den Kabeln reinhauen. Deswegen kleben wir jetzt die Kabel an Bauteilen fest, wo sie keinen Schaden verursachen. Habe ich auch noch nie gemacht, aber gut, hier ist matt, da können wir rüberkleben. Licht. Tada. Innenraum, Maurice, müssen wir einmal zusammen gucken. Gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, die Sitze und die ganzen Lederoberflächen brauchen wir wieder eine intensive Reinigung und Pflege. Das Lenkrad werden wir einmal lackieren, das ist schon abgegriffen und extrem speckig. Ansonsten normale Innenraumreinigung ohne groß Shishi. Fußmattenteppiche ein bisschen schamponieren, die sind wahrscheinlich einfach jahrzehntelang nicht mehr richtig gereinigt worden, aber insgesamt ein staubiger, aber vernünftig gepflegter Innenraum. Da haben wir jetzt keine bösen Überraschungen bzw. keine extremen Arbeiten, die uns hier erwarten. Da gehen wir jetzt ran. Denke mal, Zeitansatz jetzt ohne die Lederreparatur 1,5, maximal 2 Stunden mit Trockeneis. Ne? Spart uns natürlich viel Zeit, sonst wäre es gerne auch mal das Doppelte. Gerade bei so glänzenden schwarzen Teilen, da müsste man jetzt absaugen und ganz vorsichtig pusten und so, dass man da nicht rankommt. Aber da gehen wir einmal mit Trockeneis drüber, dann ist der Staub darunter und die Kratzgefahr ist minimiert. Deswegen denke ich mal 2 Stunden Zeitansatz. Lederreinigung gut, vielleicht noch mal eine halbe Stunde länger. Lenkradreparatur mit Abkleben auch noch mal eine Stunde. Dann sind wir hier durch und dann geht es außen ans Finish. Aber jetzt erstmal ein paar Bilder bei der Innenraumreinigung.
Young Apollo with the win. Da sind wir wieder nach vielen Stunden. Kurz zur Erinnerung, das Ziel war, den Wagen im bestmöglichen Zustand zu versetzen, das Budget im Auge zu behalten und einfach mit diesem unglaublich weichen Lack klarzukommen. Marcel, was waren für dich die größten Herausforderungen? Haze-frei zu polieren. Was hast du gelernt, was hast du mitgenommen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt für mich eine neue Erkenntnis, darauf achte ich in Zukunft, das berücksichtige ich? Ja, was bei dem das Problem war, man konnte nicht mit einer ultrafeinen, vernünftigen Finish hinbekommen. Du musst wieder experimentieren. Das hat irgendwie nicht hingehauen und man musste wieder experimentieren und über sich hinauswachsen. Ja, das machst du ja täglich hier. Also auch da, jeder Lack ist anders, jedes Auto ist anders. Wir können schon bei Neuwagen kaum sagen, mit Werkslack, der funktioniert genauso wie der letzte, den wir hatten. Und bei so einem Ding ganz und gar nicht. Wie gesagt, wirklich größte Herausforderung meiner Meinung nach, die es in der Autoaufbereitung gibt. Das Auto ist jetzt Gott sei Dank fertig, geht jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch mehr Interesse habt zu Unischwarz polieren, empfehle ich euch das Video zum Thema, wie poliert man Unischwarz. Das blenden wir euch hier mal ein, könnt ihr noch mal reinziehen, wie man im Einzelnen Schritt für Schritt an so eine Sache herangehen kann. Das Stichwort nehme ich schon mal vorweg, ist hier Testbot, unheimlich wichtig. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert die Glocke. Und drückt den Kanal. Genau. Und drückt den Kanal. Haut da rein.